In Switzerland's soil, we find an astonishing amount of archaeological evidence of Roman history and culture. Some of the relics have been buried for almost 2,000 years. In this film, we will take a closer look at two Roman settlements in today's Switzerland and the archaeologist's work. Augusta Raurica. The Colonia Augusta Raurica was founded by Lucius Munatius Plancus in the year 15 BC. He was the governor of Gaul. Before the Romans' conquest, the region of Bale was Celtic. Der Name Augusta Raurica beinhaltet zwei Teile. Eigentlich müsste man noch einen dritten Teil ergänzen, nämlich Colonia. Es ist eben die Colonia Augusta Raurica, heißt, es ist die erhabene oder raurakische Kolonie. Das Raurica bezieht sich auf den einheimischen keltischen Stamm, der in diese Gegend gesiedelt hat. A major part of the work done is the conservation of excavated objects. Im Allgemeinen kann man sagen, dass wir es hier so halten, dass die Konservierung in erster Linie sogenannte passive Konservierung gemacht wird. Das heißt, dass wir nicht versuchen, die Objekte dadurch zu schützen, dass wir jetzt irgendwelche Überzüge aufbringen oder Ähnliches, sondern dass wir alles versuchen, unter solchen Umweltbedingungen zu lagern, dass so wenig wie möglich Zerfallsprozesse stattfinden können. Da gibt es gewisse Idealvorstellungen, die können wir natürlich nur begrenzt erreichen, aber wir geben da unser Bestes, je nach Materialgattung, das richtige Klima einzustellen, dass sich die Sachen so lange wie möglich halten. Das ist für die Konservierung die zentrale Strategie, die wir hier verfolgen. Excavations are avoided whenever possible because objects are best preserved under the earth, under the same conditions as during the last hundreds of years which they have survived. However, excavations are carried out in emergencies. This is typically the case if a construction project is being planned. Also die Planung einer Grabung ist auch abhängig von der Größe der Grabung, aber in der Regel sind es mehr oder weniger die gleichen Schritte, die man machen muss. Also man muss einerseits mit dem Bauherrn verhandeln, wann gegraben wird, was alles ausgegraben werden muss. Und dann, wie lange das gegraben werden muss, dann muss man die ganze Infrastruktur planen, also die Container, die Mannschaftscontainer, Bürocontainer, Materialcontainer. Dann muss man auch schauen, was man mit dem Abraum macht, also das Ganze, was wir ausgraben, wohin geht das, also was nicht archäologisch ist. Und dann muss man auch das Personal rekrutieren und schließlich kann es dann losgehen. Hier in Augusta Raurica behalten wir wirklich jeden Scherben, jeden Knochen, alles. Und diese Funde, die sind meistens in Fundkomplexe zusammen. Das heißt zum Beispiel alle Funde von einer Schicht oder von einer Struktur oder so. Die Metallfunde, die haben ein bisschen mehr Beachtung, weil die muss man dann auch konservieren. Also meistens sind sie ganz verrostet oder beschädigt. Dann muss man da schauen, was man machen muss, je nachdem, in welchem Zustand das sie sind. Konservierung bedeutet eigentlich, dass wir die Fundstücke in ihrer Substanz erhalten möchten. Also da bedarf es einerseits einer aktiven Konservierung, wie zum Beispiel bei einer Eisenentsalzung. Bei archäologischem Eisen muss man eine Konservierung durch Entsalzung vornehmen. Kann auch bei Keramik passieren. Keramik kann auch mit Salzen belastet sein und diese Salze können eben die Keramik zum Platzen bringen, wenn man so will. Wenn das zu schnell austrocknet, dann können die Salze die Oberfläche absprengen. Das heißt, die Konservierung verläuft relativ einfach. Man muss versuchen, wasserlösliche Salze auszuwaschen. Und beim Eisen ist es ein bisschen komplizierter. Da hat man ein spezielles Waschverfahren mit verschiedenen Alkalien entwickelt, um diese Salze, die eben nicht mehr wasserlöslich sind, auszuwaschen, um das Eisen zu stabilisieren. Also man versucht auch viel mehr über sogenannte Dummies rauszufinden, schadet mein Konservierungsmittel eigentlich dem Objekt oder nicht. Man tut nicht immer gleich am Objekt arbeiten, sondern die Konservierung findet an Probestückchen statt. Was auch immer mehr jetzt
üblich ist, sind die verschiedenen Prospektionsarten, also Luftaufnahmen mit Drohnen zum Beispiel, das machen wir auch. Oder auch sogar auf der Grabung manchmal, um Übersichtsfotos zu haben. Es gibt auch, aber das gibt es eigentlich schon seit längerer Zeit, andere Prospektionsarten, damit man in den Boden schauen kann, also Bodenradar oder Elektrik oder Magnetik. Das sind so verschiedene Arten, um dann in den Boden zu schauen, ohne wirklich ausgraben zu müssen. Now we know how relics are excavated. But how is their history and meaning analyzed? Zum Beispiel der Keramik kann man relativ gut datieren, ziemlich eng datieren, weil die Forschung in diesem Bereich schon sehr, sehr lange andauert. Also man kann mit vergleichenden Funden, die sehr gut datiert sind, kann man dann diese Keramikscherben, die man eben auf der Grabung hat, eben auch datieren. Und das Gleiche gilt auch für andere Fundgattungen, wie zum Beispiel die Fibeln, also diese Gewandnadeln. Die Münzen hingegen sind nicht sehr gut zum Datieren. Sie geben uns ein Prägedatum. Das ist das, was wir haben in der Regel mit der Münze. Also wir wissen, diese Münze ist zum Beispiel 64 nach Christus geprägt worden. Aber was wir nicht wissen, ist, wie lange diese Münze im Umlauf war. Also es kann sein, dass sie mehrere Jahrzehnte, sogar mehr als 100 Jahre im Umlauf war. Bloß ein Fund kann etwas aussagen, aber auch nicht nur. Also zum Beispiel, wenn man einen Spiegel findet, dann weiß man, für was das war, oder? Oder wenn man Toilettengeräte findet oder so. Aber wenn man zum Beispiel in einem Raum ganz vieles und Spiegel und so findet, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass dort Frauen gewohnt haben in diesem Raum. Man muss immer den Fund im Kontext haben. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man diese Funde verortet. Also man muss immer wissen, von wo kommen genau die Funde. Die Forschung von Augusta Raurica reicht sehr weit zurück. Allerdings mit wirklich modernen Methoden hat man hier erst Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, systematische Grabungen durchzuführen. Zuerst hier im Theater. Man wollte die Baugeschichte dieses großen Monuments genauer abklären, hat dann aber auch angefangen im Bereich des Forums, des Hauptplatzes und verschiedene Tempel freizulegen, weil man sich dort natürlich auch Kostbarkeiten, kostbare Schätze erhofft hat und man hat sie ja zum Teil tatsächlich auch gefunden in diesen frühen Grabungen. Was Augusta Raurica besonders auszeichnet, ist die Tatsache, dass ein Großteil der antiken Stadt nach wie vor im Boden schlummert. Das mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, dass man sagt, das Besondere von Augusta Raurica ist das, was nicht sichtbar ist. Hier in Augst hat man das Glück, dass die Stadt wirklich noch im Boden steckt. Es wurde zwar schon vieles ausgegraben, seit den 60er Jahren wurden auch sehr viele kleine Notgrabungen durchgeführt im Zusammenhang mit den Häusern, die hier in der sogenannten Oberstadt von Augusta Raurica damals gebaut wurden. Aber nach wie vor gibt es sehr große Flächen, die unberührt sind. Und genau diese Unberührtheit dieser antiken Zeugnisse, das zeichnet Augusta Raurica aus. Vindonissa is another hotspot in Switzerland where many Roman relics have been found. Vindonissa war damals an der Grenze des Römischen Reiches, deshalb wurde dort eine Legion aufgestellt, um diese Reichsgrenze zu beschützen. Und hier in Vindonissa auf diesem Sporn, auf diesem Windischer Sporn, sieht man den Aare-Einschnitt, den die Aare in die Jurakette macht. Heißt, es gibt eine wunderschöne Aussicht Richtung Norden. Zudem fließen hier in der Nähe im Wasserschloss Brugg 3 Flüsse zusammen, die Reuss, die Aare und die Limmat, was wiederum ein wichtiger Grund bezüglich Transportmöglichkeiten darstellt. Vindonissa macht speziell, dass hier eine ganz lange Forschungsgeschichte besteht. Man hat 1855 bereits beim Bau der Bahnlinie zwischen Brugg und Turgi den Schutthügel angeschnitten. Und in diesem Schutthügel von Vindonissa, vom Legionslager Vindonissa, hat man ganz viel organisches Material gefunden. Das sind Lederreste, das sind Holzreste, die sich eben da in diesem Schutthügel drin konserviert haben, weil kein Sauerstoff dazu kam. Und diese Funde, diese organischen Funde, die sind einzigartig in der archäologischen Welt.
Fundstücke nach der Ausgrabung werden zunächst sorgfältig gereinigt, möglichst erdreich abtragen, dass man sie leicht verpacken kann. Fragile Objekte wie Gläser, die darf man natürlich nicht bis zum letzten Krümel reinigen, die müssen mit Erde behaftet eingepackt und transportiert werden. Zur Reinigung gibt es verschiedene Methoden. Es gibt eine Erstreinigung, die kann natürlich auf der Ausgrabung passieren. Und es gibt eine Reinigung, die findet in der Werkstatt statt. Da es verschiedene Materialien gibt, gibt es logischerweise auch verschiedene Reinigungsmethoden. Es gibt hart gebrannte Keramik zum Beispiel, die kann man sehr leicht unter fließendem Wasser reinigen, nimmt keinen Schaden. Metallobjekte werden möglichst trocken gelagert, damit die keine weiteren Korrosionserscheinungen bekommen. Also es kann sein, dass Objekte, die 2000 Jahre im Boden gelagert sind, römische Objekte, nach der Ausgrabung weiter korrodieren. Und zwar in einem viel schnelleren Maße, als sie das in den letzten Jahren im Boden gemacht haben. Deswegen muss man dort eben mit Feuchtigkeitsabsaugern arbeiten. Das ist das Rubingel. Das ist so ein Trockenmittel, was jeder kennt. Wenn man so Handtasche kauft, das kleine Säckchen, was da drin ist. Das kontrollieren wir dann mit so einem kleinen Indikator. Wenn der dann anfängt rosa zu werden, dann wird es langsam zu feucht. Dann steigt die Feuchtigkeit über 10%. Und dann sind hier die einzelnen Objekte angeschrieben mit ihrer Nummer. Eine Restaurierung wird dann sinnvoll, wenn das Objekt zum Beispiel transportiert werden muss in eine andere Ausstellung. Wir machen heute viele Sonderausstellungen, die in anderen Museen stattfinden, und dann gibt es viele Leihgaben, und wenn ein Objekt auf Reisen geht, muss es eben zum Teil gefestigt werden oder geklebt werden, dass es den Transport überhaupt übersteht. Ich muss aber auch restaurieren, wenn der Wissenschaftler beispielsweise eine Münze identifizieren möchte, wenn er wissen möchte, welcher Kaiser ist auf dieser römischen Münze abgebildet, dann muss aktiv restauriert werden. Dann ist eine Durchleuchtung durch Röntgen meistens nicht möglich. Herstellungstechniken können relativ einfach analysiert werden an einem Objekt, indem man wirklich sehr gut beobachtet. Dazu dient vor allem das Binokular. Man kann aber auch die Elemente analysieren. Ist die Bronzelegierung, ist die mit einem hohen Zinkanteil hergestellt worden, oder ist da ein Bleianteil drin? Und so kann man auch anhand von Fragmenten zum Beispiel sehen, ist dieses Fragmentchen, dieses kleine, was in der Archäologie habe ich oft Fragmente, ist es ein Stück von einer gegossenen Großbronze oder ist es einfach nur ein Blech? Die haben ganz unterschiedliche Zusammensetzungen, und anhand von der Legierung kann man auch auf Herstellung schließen, aber man kann auch auf Verwendungszweck schließen. As we have seen, the story of the Romans in Switzerland is one shrouded in mystery. To uncover some of these secrets is the archaeologist's task. Wir haben das Glück, einen schönen Beruf ausüben zu können, und das macht schon Spaß. Also man weiß, jeden Morgen, wenn man arbeitet geht, weiß man eigentlich nicht, was einem erwartet, und das ist das Spannende.